In diesem Video geht es um das Thema von der Flacherde bis zur Weltraumreise. Glaube ich an eine flache Erde? Ja, das tue ich. Glaube ich an eine runde Erde? Ja, das tue ich. Das klingt erstmal widersprüchlich. Nun, es gibt gewisse Gründe für diese Annahmen. Im Mittelalter hatte man ja die Menschen bis aufs Blut verfolgt, weil man annahm, dass die Erde auf jeden Fall flach sei und wer anderer Ansicht ist, der müsste verfolgt werden. Ganz unbegründet ist es meines Erachtens nicht, weil ich bin mir sicher, dass es eine flache Erde gibt. Aber nicht im dreidimensionalen Raum, sondern auf einer anderen Dimension. Oder sei es sogar nur im Astralen in irgendwelchen Traumwelten. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist und dass man sicherlich irgendwo auch eine Flacherde erlebt haben mag. Aber im dreidimensionalen Raum, da spricht so vieles dagegen. Zwar nehmen heute die Flacherdler an, dass rundherum die Antarktis sei, und aufgrund der Überflugverbote zum Beispiel über die Antarktis sei das so, dass da rundherum die Arktis sei und dass da eben kein Durchdringen, Durchkommen sei und das extra so bewusst gelenkt wird und. Es gibt da sehr kuriose Annahmen. Die Überflugverbote, die es zum Beispiel gibt über die Antarktis, dafür gibt es womöglich ganz andere Gründe. Zum Beispiel, dass es darum geht, dass da gewisse außerirdische Stützpunkte auch nicht auffallen sollen. Weil es gibt da durchaus Zeugenangaben mehr so aus militärischer Richtung von den Amis, dass da auch durchaus eben Auffälligkeiten waren, wo da drüber geflogen wurde und dann wurde da untersagt, da durch gewisse Gebiete auch zu fliegen und so weiter und so fort. Also von dem her ist da eine andere Auffälligkeit meines Erachtens Grund dafür, als dass die Erde damit belegt flach wäre. Auch gibt es irgendwelche Bilder, die irgendwo aufgetaucht sind von irgendwelchen Künstlern und sonst wo, die belegen sollen, dass die Erde damit flach sei. Also damit ist gar nichts belegt. Ja, es müsste erstmal tatsächlich einen Beleg geben und den gibt es meines Erachtens nicht und das nicht ohne Grund, ja, dass das so nicht der Fall ist. Vielmehr ist das meines Erachtens einfach eine andere Dimension, nur wo sowas dann auftritt, dass die Erde tatsächlich flach sein mag, aber nicht im dreidimensionalen Raum. Zum Beispiel schätze ich Birgit Fischer als Medium und die hat ja im Buch Starseeds da auch die Plejada gechannelt und da auch bewusst gefragt, ob die Erde flach oder rund sei. Und da wurde auch zum Beispiel ganz klar gesagt von den Plejadern, dass die Erde aus unserer Sicht und Welterfahrung und Verständnis und Einsicht auf jeden Fall rund sei. Und deswegen bin ich auch ganz der festen Überzeugung, dass im dreidimensionalen Raum die Erde auf jeden Fall rund ist und auch die ganzen Planeten und so weiter. Weil würde da zum Beispiel die Sonne in einem Zirkel sich da einfach nur im Kreise drehen und so weiter, dann hätte man dafür ganz andere Belege, ja, und Einsichten und Bilder und was auch immer. Es gäbe auch zum Beispiel keine Weltumrundungen. Ja, es gibt ja genug, die das gemacht haben. Man kann ja selber sogar hingehen, da Linienflüge buchen, die da rund um die Erde fliegen und da rundherum dann das selber erfahren, wenn man unbedingt will und da einen Beleg sucht. Und ansonsten würde es auch verschiedene Sachen, die würden so nicht funktionieren, wie Gezeiten zum Beispiel, Mondphasen, Sonne und Sonnenflares und alles Mögliche. Ja, das ist alles so deutlich und klar, ja, dass das durchaus im dreidimensionalen Raum das Verständnis schon so irgendwo ist, wie das naturwissenschaftlich heute irgendwo verstanden wird. Im Indischen gibt es noch die Lokas. Und auch da ist das meines Erachtens so, dass das auf jeden Fall sich auf verschiedene Ebenen bezieht. Und zum Beispiel Krishna Loka wäre meines Erachtens sowieso gar nicht die Erde, sondern eine ganz andere Welt und auch eine völlig andere höhere Dimension und so weiter. So dass das auch kein Beleg ist, genauso wenig wie irgendwelche Karten, die von irgendwelchen Künstlern erstellt sind, plötzlich da irgendwo auftauchen und belegen sollen, dass das eben eine flache Erde gäbe.
Es geht meines Erachtens vielmehr darum, dass sogar diese Theorie bewusst von der negativen Seite forciert wird, um einfach auf gewisse Programme nicht aufmerksam zu machen oder von diesen abzulenken. Wer in seiner Selbstbeschränktheit so gefangen ist, dass er meint, in einer beschränkten künstlichen Welt sogar gefangen zu sein, der wird gar nicht hinterfragen, was es darüber hinaus alles gibt. Und zum Beispiel, wie das mit den heutigen Weltraumprogrammen ausschaut. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zum Beispiel 3 Stützpunkte auf dem Mars von den Menschen bereits gibt. Das wurde mir innerlich so gesagt, irgendwo aus Richtung der Arcturianer, und ich bin mir sicher, dass das so stimmt. Und einer sei da von den Amis mehr in Benutzung, einer von den Russen, gegebenenfalls jetzt inzwischen wohl auch von den Chinesen mit, und einer sei irgendwie nicht richtig aktiv genutzt zumindest. Das zumindest so ähnlich wurde mir das mal irgendwie vor einem Jahr oder sowas innerlich durchgesagt, auf innere Anfrage hin. Und gibt es dafür Belege? Meines Erachtens gibt es da sehr wohl Beleg und ganz klare Videos auch davon. Ja, natürlich mag es da auch leicht Fälschungen geben und ähnliches, aber ich bin mir da absolut sicher, dass nicht alles davon gefälscht ist und dass man da schon seit den 1962 zum Beispiel mit unkonventionellen Mitteln dahin geflogen ist, also sprich mit UFOs und dergleichen und UFO-Nachbauten, mit denen man dahin geflogen ist und davon auch Aufnahmen gemacht hatte. Und dass man in den um 1973, 77, 78, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil es da im Netz zumindest verschiedene Aussagen auch oder Videos gibt und Behauptungen. Aber auf jeden Fall in den 70er Jahren rum, da ist man da auf jeden Fall irgendwo zum Mars geflogen und hat da auch meines Erachtens Stützpunkte aufgebaut bereits. Und das auch teilweise dann mit konventionellen Mitteln und hat aber den Rest der Menschheit einfach nicht eingeweiht in diese Sachen. Ja, und da ja, hat man dann keine Fragen und kann da machen, was man will. Und deswegen ist jede Theorie dann, die zum Beispiel zur Selbstbeschränktheit führt der Menschheit, und Befangenheit durchaus willkommen und wird da, denke ich mal, aus gewissen Kreisen sogar etwas forciert zumindest und bewusst gestreut. Und das ist aber alles so die Sache, dass man da eher damit vertuscht, als dass man da tatsächlich der Realität in irgendeiner Form näher käme, sich irgendwelchen Flacherdentheorien zu widmen. Also wenn, dann wird das in andere Dimensionen halt geben, wo man mit einem anderen Schwingungszustand auch herangehen muss und so weiter.
Aber das hat nichts mit der dreidimensionalen Welt zu tun, wie wir sie kennen. Deswegen glaube ich zwar schon, dass es eine Art Flacherde gibt in einer anderen Dimension, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Erde im dreidimensionalen Raum ganz klar rund ist. Auch alle Planeten drumherum, dass die rund sind und so weiter. Unlängst habe ich auch von Birgit Fischer irgendwo aufgeschnappt, dass sogar auf dem Mars, das müsste ein Channeling-Kongress oder irgendwie sowas gewesen sein, ein Video von ihr jedenfalls in letzter Zeit aus dem Netz, dass sie der Überzeugung ist, dass auf dem Mars, dass da sogar ein künstliches Abbild, eine Projektion quasi gebildet wird, mit der man das im dreidimensionalen Raum vortäuscht, dass das alles so Staubwüste wäre und tatsächlich ist das ein tropisches Paradies. Diese Überzeugung würde ich zum Beispiel auch so nicht 1:1 teilen. Ich glaube nicht, dass im dreidimensionalen Raum da so viel aufgewendet wird, da irgendwie eine Projektion, um den ganzen Mars zu spannen oder ähnliches. Ich bin mir derselben Überzeugung, dass das sich da um eine andere Dimension handelt. Ja, dass man da auf verschiedenen Ebenen verschiedenes Leben hat. Und dass da wahrscheinlich sogar irgendwie so Richtung 3 verschiedene Ebenen und Arten von Rassen existieren, parallel, aber in unterschiedlichen Dimensionen. So dass das auf einer anderen Dimension oder Ebene durchaus eine Spezies geben mag, die in tropischen, paradiesischen Umständen lebt. Das wird aber mindestens die 5. Dimension sein. Und im dreidimensionalen Raum sieht man aber schon das, was man auch äußerlich sehen würde. Ja, vom Mars, wenn man dahin fliegt und sich das anschauen würde. Und dass das immer so dieses Thema mit den verschiedenen Dimensionen, Schwingungszuständen und Ebenen ein großes Thema ist und wo man erst, wenn man das so ein bisschen durchblickt, dann auch das andere Verständnis eben nach sich ziehen wird und dann eben auch die Einsicht bekommen wird, wie sich das tatsächlich im größeren Ganzen verhält. Commander. I agree. Right. Good for generations of space travelers to come. Yeah, first we're gonna look down. For Houston. Folder for Photo TV 3D. For us, from our perspective, the most important thing we did was bring Sandy. Sandy, we cannot thank you enough. Looking good for generations of space travelers to come. Now we're coming to you. Downloaded and then let the JC Photo TV guys know that we've sent those down. It's a beautiful place from up here. Looking good for generations of space travelers to come. Yeah, first we're gonna look down. For Houston. Hey, just a few words overall on the mission itself. Von Melchizedek hat man mal vermittelt bekommen, dass den Amis deswegen nicht geglaubt wird, dass sie überhaupt auf dem Mond waren, weil sie da in der äußersten Erscheinungswelt nur hingeflogen sind, so dass der innere Bezug dazu komplett fehlt. Die haben sich da nicht innerlich damit erstmal richtiggehend verbunden und dadurch ist das mehr so eine Art sinnbildlich nur gewesen und deswegen wird das ihnen gar nicht abgenommen, dass die überhaupt teilweise auf dem Mond waren. Ich meine, es mag natürlich auch irgendwelche Fälschungen, Nachstellungen, alles Mögliche geben, ja, vielleicht auch um manches zu vertuschen zum Beispiel. Wenn man jetzt diese Artemis 1 Mission nimmt, man mit der Orion da in 2022, dann die Rückseite vom Mond, die da aufgenommen worden sein soll. Also das sieht alles so künstlich und da fehlen irgendwie die ganzen Krater und Details, wie man das sonst vom Mond her von der Erde auch teilweise kennt. Das sieht man da alles nicht. Das sieht alles so verschwommen, unscharf irgendwie aus. So dass ich da zum Beispiel annehme, dass das eine klare Vertuschungsaktion ist und da natürlich sehr viel mehr da auch da zu sehen ist. Weil man ja vom Mond nur etwa 60% zu sehen bekommt und 40% sind der Erde abgewandt, so dass man die nie zu sehen bekommt als solches. Und ich denke, dass da auch mehr zu finden ist. Aber dazu müsste man am besten noch ein eigenes Video machen. Da kennt man auch ein paar Videos, die da einiges noch mit nahebringen würden. Und das soll erstmal alles zu diesem Video sein. Man wünscht allen alles Gute.